Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Also, heute quatschen wir über schlechten Service und wie man sich gut beschwert. Klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber ganz ehrlich, das passiert uns allen. Und dann fragt man sich, was mache ich jetzt, oder? Ja, total. Hallo auch von mir. Ich finde das Thema super wichtig, weil man ja oft unsicher ist. Man will nicht unhöflich sein, aber man will auch nicht alles schlucken. Und manchmal, naja, braucht man einfach klare Worte. Genau. Ich sag mal so, ein kleiner Fehler ist okay, wir sind alle Menschen. Aber wenn es ständig passiert, dann muss man was sagen. Sonst ändert sich ja nie was. Ja, und wie man das sagt, ist halt der Punkt. Ich habe neulich ein Beispiel. Mein Paket kam 3-mal zu spät. Beim ersten Mal war ich so, okay, kann passieren. Beim dritten Mal habe ich dann echt beim Support geschrieben. Und wie hast du geschrieben? Hast du gleich gemeckert oder eher freundlich? Ich merke bei mir, wenn ich sauer bin, tippe ich zu schnell. Dann atme ich lieber erstmal tief durch. Ich habe ruhig geschrieben, hallo, mein Paket ist schon wieder zu spät. Ich bin enttäuscht, können Sie helfen? Also kurz, aber freundlich. Und ich habe Datum und Uhrzeit genannt, damit es klar ist. Das ist schon wie ein Beweis, weißt du, etwas, das zeigt, was passiert ist. Ja, genau, Beweise sind gut. Quasi Quittung, Foto, Uhrzeit. Ich mache manchmal ein Foto von der Anzeigetafel, wenn die Bahn ausfällt. Dann habe ich was für die Erstattung, also Geld zurück. Oh ja, bei Bus und Bahn ist das wichtig. Viele Leute meckern nur laut am Bahnhof, aber schicken dann nichts ein. Wenn man es dokumentiert, klappt es viel besser. Und man bleibt dabei ruhig. Ich hatte mal in einem Restaurant so eine Sache. Die Suppe war kalt, wirklich kalt. Früher habe ich einfach nichts gesagt und bezahlt. Jetzt sage ich freundlich, Entschuldigung, die Suppe ist kalt, könnten Sie sie bitte erwärmen? Gute Formulierung. Ich finde solche Sätze super, Entschuldigung. Ich glaube, hier gibt es ein Problem. Oder könnten Sie mir bitte helfen? Das ist höflich, aber klar. Kein Drama, nur die Info. Genau. Und dann warten, was passiert. Letztens hat der Kellner sofort reagiert, hat sich entschuldigt und eine neue Suppe gebracht. Ich war so, top, danke, kein Stress, alle happy. Manchmal hilft echt, erst direkt mit der Person reden, nicht sofort online schimpfen. Viele posten sofort eine Ein-Stern-Bewertung. Aber, das hilft oft nicht und macht die Leute nur defensiv. Ja, stimmt. Ich habe mal mit einem Kaffeebesitzer geredet. Er meinte, viele schlechte Bewertungen kommen, weil kleine Sachen schieflaufen, die man vor Ort schnell lösen könnte. Ein kurzer Dialog und alle sind zufrieden. Und manche Läden reagieren auf Sterne sehr, sehr empfindlich. Die denken dann nur an die Zahl, nicht an die Lösung. Deswegen erst Chef oder Chefin fragen oder sagen, könnte ich bitte mit der Leitung sprechen? Leitung heißt einfach die Person, die verantwortlich ist. Guter Tipp. Und wenn es online sein muss, dann bitte sachlich. Also, was ist passiert, wann, wo und was wünschst du dir? Kein Schimpfwort, keine Beleidigung, einfach Fakten. Ja, und nicht vergessen, Folge leisten, also später nochmal nachfragen. Wenn man eine Beschwerde schickt, kann man nach 2, 3 Tagen fragen, hey, gibt's ein Update? Das zeigt, dass es dir wichtig ist, aber du bleibst freundlich. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Laden erst beim zweiten Nachfragen geantwortet hat. Dann gab's einen Gutschein. War okay für mich, denn ich wollte nur, dass sie es ernst nehmen. Manchmal muss man ein bisschen dranbleiben. Kennst du diese Situation im Supermarkt? Kasse mit 10 Artikeln oder weniger? Ich stand da und ein Typ mit großem Wagen wollte durch. Die Kassiererin hat freundlich erklärt und er ist total ausgerastet. Ich dachte, oh Mann, Leute, ruhig atmen. Ja, genau, solche Sachen eskalieren schnell. Da hilft eine einfache Regel, erst denken, dann reden. Wenn man wütend ist, klingen Worte härter. Man kann sagen, Entschuldigung, ich warte hier, könnten Sie bitte die Regel beachten? Genau. Und manchmal, ehrlich, lass ich's auch gut sein. Wenn ich Zeit habe und es nur 1 Minute ist, dann, naja, spare ich mir die Energie. Aber wenn es ständig passiert, dann sag ich was. Das ist ein guter Punkt. Einmal ist okay, immer wieder ist nicht okay. Dann wird es ein Muster. Und dann ist eine Beschwerde fair. Es geht ja auch um Qualität, nicht nur um Ärger. Ja, und noch was, nicht alles glauben, was Leute erzählen. Eine Freundin von mir hat gesagt, eine Tierarztpraxis sei super schlecht. Viele negative Kommentare online, bla bla. Sie ist dann selbst hin und es war total gut, freundlich und schnell. Oh, spannend. Also eigene Erfahrung zählt. Man kann Bewertungen lesen, klar, aber besser ist die Inhalte lesen, nicht nur die Sterne. Stehen da echte Infos oder nur Wut? Ja, und manche Firmen, sagen wir mal, spielen mit Bewertungen. Sie bitten nur zufriedene Leute um Sterne oder sie melden kritische Texte. Deswegen lese ich gern konkrete Details, Datum, Problem, Lösung. Ich habe auch eine Reisegeschichte. Ich war in Istanbul und hatte hohe Erwartungen, so Instagram-Bilder und so. Vor Ort war dann manches anders. Wartezeiten, anderes Tempo, Missverständnisse.
Da habe ich gemerkt, besser direkt fragen und freundlich klären, statt sofort zu schimpfen. Das ist gut. Kultur ist auch wichtig. In manchen Ländern geht alles schneller, in anderen langsamer. Wenn ich das weiß, bin ich entspannter. Und wenn was schief geht, sage ich ruhig, ich verstehe das nicht. Könnten Sie es mir erklären? Super Satz. Noch ein Tipp, kurze Ich-Sätze. Zum Beispiel, ich bin enttäuscht, weil das Essen kalt ist. Ich habe dafür bezahlt und wünsche mir eine Lösung. Das ist klar und nicht aggressiv. Ja, und bitte keine Drohungen. Also nicht, ich mache euch fertig online, das hilft nie. Besser, ich hoffe, wir finden eine Lösung. Was können wir tun? Bei Lieferdiensten speichere ich Screenshots vom Chat. Da steht dann, Fahrer kommt um 19,20. Wenn er erst um 21 troppt, habe ich den Beleg. Dann ist es einfacher, Ersatz oder Geld zu bekommen. Und Quittung immer aufheben, oh ja. Auch im Restaurant oder im Taxi. Auf der Quittung stehen Datum und Uhrzeit, das ist wichtig. Wenn man eine E-Mail schreibt, hängt man ein Foto dran. Übrigens, ein Formular kann helfen. Manche Läden haben ein Beschwerdeformular, also ein Papier zum Ausfüllen. Da schreibt man Name, Problem, Kontakt. Klingt altmodisch, aber ist oft sehr wirksam. Und manchmal einfach fragen, gibt es eine E-Mail für Kundenservice? Oder mit wem kann ich sprechen? Wenn man die richtige Person hat, geht es plötzlich viel schneller. Das spart Nerven. Ich finde auch fair gutes Feedback geben, wenn etwas toll ist. Also nicht nur meckern. Wenn der Service super ist, sage ich es auch oder schreibe eine nette Bewertung. Das motiviert das Team. Total. Ich sag dann Danke, das war heute richtig freundlich und schnell. Ich sehe, dass Sie viel zu tun haben. Das kostet 10 Sekunden und macht den Tag besser. Und ja, beim nächsten Problem hört man dir eher zu. Noch was zu Bus und Bahn. Manche Leute rufen nur an und ärgern sich, aber schreiben nie das Formular für Fahrgastrechte. Das ist die Regel, mit der man Geld zurückbekommt, wenn Züge stark zu spät sind. Also Formular ausfüllen, Ticketnummer dazu, fertig. Ja, klingt kompliziert, ist aber meist simpel. Und wenn du unsicher bist, frag am Schalter. Sag einfach, wo finde ich die Infos für Erstattung. Die Leute erklären es oft gern, wenn man freundlich ist. Thema-Gefühl, wenn ich sehr wütend bin, zähle ich bis 10. Klingt blöd, hilft aber. Dann sage ich meinen Satz ruhig und ohne Ironie. Danach höre ich gut zu, was die Person sagt. Oh, und bitte nicht heimlich filmen. Das ist unfair und oft nicht erlaubt. Erst reden, dann, wenn es gar nicht geht, kann man offiziell schreiben. Aber keine Show, kein Drama. Guter Punkt. Und wenn es wirklich schlimm ist, also zum Beispiel sehr unfreundlich oder auch gefährlich, dann darf man natürlich klar sein. Aber immer mit Respekt. Respekt macht vieles leichter. Es gibt auch so ethische Fragen. Zum Beispiel ein Assistenzhund, also ein Hund, der einer Person hilft, wirkt nicht gut trainiert. Meldet man das? Da bin ich vorsichtig. Ich frage eher das Personal ruhig, ohne zu urteilen. Ja, da geht es um Respekt und auch um Wissen. Man sieht nicht alles von außen. Ich sage dann vielleicht, Entschuldigung, ich bin unsicher, wie die Regel hier ist. Könnten Sie mir das sagen? Das ist neutral. In kleinen Städten ist es auch tricky. Wenn man sich beschwert, kennt man vielleicht die Person. Dann spreche ich noch weicher. Es tut mir leid, aber ich habe ein Problem mit X. Können wir das zusammen lösen? So bleibt es freundlich. Ich mag auch die Struktur, was ist passiert, wann, wo und was wünsche ich mir. Zum Beispiel, am Dienstag um 18 Uhr kam mein Essen kalt an. Ich wünsche mir eine neue Portion oder einen Teil vom Geld zurück, kurz und klar. Ja, super. Und am Ende Danke sagen. Einfach. Danke für Ihre Hilfe. Das klingt klein, aber es öffnet Türen. Leute helfen gern, wenn man respektvoll ist. Manchmal klappt es nicht klar. Dann kann man eine sachliche Bewertung schreiben. Ohne Beleidigung, nur Fakten. Oder an eine andere Stelle schreiben, zum Beispiel an die Zentrale. Noch was zum Thema Plattform. Ich überlege immer, wo ich etwas schreibe. Bei manchen Seiten zählt nur der Stern, wenig Text. Dann lieber eine E-Mail an die Firma, da kann man genauer sein und man bekommt oft eine echte Antwort. Ja, Sterne sind schnell, aber Text erklärt das Problem. Wenn ich was poste, meide ich Sätze wie alles ist immer schrecklich. Ich schreibe heute am 12.02. 14 Uhr war X kaputt, keine Info am Bahnhof, bitte verbessern. Das ist hilfreich. Und wenn Sie es verbessern, sage ich auch gern später. Danke, ist jetzt besser. Also, Follow-up, nochmal melden. Das zeigt, dass Feedback wirkt und die Firma freut sich auch. Am Ende geht's um Balance. Nicht alles ist ein Drama, aber Qualität ist wichtig. Ruhig bleiben, klar reden, Belege sammeln, richtige Person fragen. Das bringt meistens die beste Lösung. Ja, und man fühlt sich danach auch besser. Kein Streit, kein lautes Theater, aber man hat für sich selbst gesprochen. Das ist stark. Und andere profitieren ja auch davon, wenn der Service besser wird. Vielleicht noch 2 Beispielsätze für euch. 1. Entschuldigung, ich habe das anders bestellt. Könnten Sie es bitte korrigieren? 2. Wer ist hier zuständig?
Ich würde gern kurz mein Problem erklären. Einfach, höflich, direkt. Ich liebe auch. Ich verstehe, dass viel los ist. Trotzdem brauche ich eine Lösung. Das zeigt Verständnis und auch eine klare Bitte. Super Mischung. Probiert das mal aus. Okay. Ich glaube, das war eine runde Sache heute. Wenn ihr auch Erlebnisse habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir nächste Folge darüber sprechen und mehr Tipps geben. Ja, sehr gern. Und wenn euch das geholfen hat, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Folge und wir sehen, dass euch das Thema gefällt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.